Technik versus Herz. Ist die Frage, was gewinnt? Ich will das Ding nach oben pushen, weißt du, und ich will, dass die Leute, keine Ahnung, vielleicht in 15, 20 Jahren sagen, ey, Alter, kannst du dich noch erinnern, Junge wird gegen Stolze, boah, das war krass. Aber ich gehe definitiv als Gewinner daraus. Ich suche mir keine Aufbaugegner oder keine schwachen Gegner. Ich bin das. Christian Jungwirth. Da sind halt 2, 3 andere Sachen, an denen man halt arbeiten muss. Weißt du, ich muss ihn treffen. Und gegen Christian wird es halt klappen. Da wird es nicht klappen. Da wird es nicht klappen. Ich bin bereit zu sterben. Ich bin bereit, dich zu töten. Let's go. Ja. Let's go. Das Weltergewicht bei Octagon ist vollgepackt bis oben hin mit einer richtig hohen Messlatte an Talent. Und es sind auch einige Publikumslieblinge, insbesondere aus Deutschland, dort dabei. Warum sollten also nicht 2 davon mal gegeneinander kämpfen? Das haben wir umgesetzt und zur Überraschung vieler Fans kämpft bald Niklas Stolze gegen Christian Jungwirth. Herzlich willkommen zum Face-to-Face mit den beiden und jetzt begrüßen wir die 2 Weltergewichte. Niklas, Christian, erstmal moin, grüß dich. Hallöchen. Tschüss. Servus. Ja, die Nachricht, dass ihr beide gegeneinander kämpft, hat schon szeneintern noch mal so richtig einige Ohren aufhorchen lassen. Gerade weil man ja nicht so viele deutsch-deutsche Duelle in letzter Zeit gesehen hat. Aber wenn welche stattgefunden haben, dann haben die halt massiv eingeschlagen. Warum ist der Kampf für euch so spannend? Niklas, fangen wir mal bei dir an. Ich sag das ganz einfach, die meisten haben einfach keine Eier. Und die meisten wollen halt auch nicht kämpfen. Weißt du, so, die reden immer davon, große Fights und immer alles hier und dies und bla und blub. Und wenn dann halt die großen Namen auf dem Tisch stehen, dann schieben sie die halt beiseite und sagen halt, oh nee, ich nehme lieber jemand anderes. Oder ich beschütze meinen Rekord oder ich mache dies oder das. Und ich denke, das macht vor allen Dingen uns beide halt aus. So, er ist überhaupt kein Rekordjäger, ihn interessiert das nicht, weißt du. Kommt spät in den Sport, lebt jetzt seinen Traum, gibt Vollgas, weißt du. Ich habe den Sport angefangen vor Jahren und habe dann nicht irgendwie gedacht, oh, ich fange das Ding an, weil ich meinen Rekord polieren muss oder so. Ich wollte einfach nur kämpfen, weil das halt cool war. Ja? Und heute ist es halt mein Job, meine Berufung und meine Leidenschaft. Und ich denke einfach, dass das halt auch ein Duell ist, was einfach zieht und was die Leute halt einfach sehen wollen, weil es halt einfach ein richtig geiles Style-Matchup ist. Christian, wie sieht's bei dir aus? Warum hast du besonders Bock auf diesen Kampf und was war für dich der Reiz, das zu machen? Sag mal so, Niklas, der ist schon lange dabei in der ganzen Szene und ja, ist eine große Herausforderung für mich und ich freue mich, gegen ihn zu kämpfen. Und ich gehe keine Herausforderung aus dem Weg. Und ich stelle mich eher der Herausforderung und suche die Herausforderung. Und da ist Niklas ebenbürtiger Gegner. Und da freue ich mich drauf, auf das Matchup. Ich habe einfach Bock auf den Kampf. Und ja, das passt. Jetzt ist es ja auch so ein bisschen ein wegweisendes Match für euch, weil ihr beide gerade aus einer Niederlage kommt. Ja, also ich meine, Niklas, bei dir, der letzte Kampf gegen Yassin, haben auch super viele Leute drauf geguckt. Unglückliches Ende. Ich erinnere mich, du warst zu dem Zeitpunkt von dem Kampf im Begriff, Vater zu werden. Und ich kenne es jetzt gerade aus eigener Erfahrung, dann gehst du vielleicht gewisse Themen in deinem Alltag und in der Planung von deinem Lebensentwurf nochmal anders an. Was macht das dann mit dir, wenn du so eine Niederlage dann einfährst? Führ uns da mal so ein bisschen durch deinen Kopf, was so Gedanken sind, die du dann nach so einem Ergebnis hast. Also erstmal auch da, Yassin halt damals für mich, als der Name auf den Tisch kam, eine riesen Herausforderung. Und da habe ich dann halt auch richtig investiert und habe halt richtig Sachen zusammengestellt, bin mit meinem ganzen Team nach Thailand geflogen, habe dann versucht, da eine vernünftige Vorbereitung zu machen, dann leider diese dämliche Staphinfektion bekommen, den Kampf nach hinten verschoben. Dann kam halt auch die Geburt immer näher, so. Das heißt, es wurde alles immer ein bisschen enger. Und umso mehr habe ich mich natürlich auch auf den Fight gefreut, das Ding hinter mich zu bringen. Ist nicht ganz meinen Weg gelaufen. Ich habe 2, 3 Sachen gemacht, die ich hätte nicht machen sollen. Ich habe mich perfekt auf den vorbereitet. Ich war wirklich top eingestellt auf Yassin und habe dann halt aber dennoch 2, 3 Schalter nicht umgelegt. Das ist halt nun mal so. Mit der Niederlage bin ich aber relativ gut umgegangen, weil, wie du schon gesagt hast, mein Sohn kam jetzt auf die Welt. Und ab jetzt, sage ich ganz ehrlich, interessiert mich das meiste sowieso nicht mehr. Ab jetzt gewinne ich jeden Tag im Leben. So, mich stört, also klar, ich war immer sehr, sehr emotional nach Niederlagen. Das ist einfach, weil ich so krass an diesem Sport hänge. Ich mache seit Jahren nichts anderes. Ich lebe für diesen ganzen Scheiß. Unglaublich. Und ich liebe, was jetzt passiert. Ich liebe den ganzen Hype. Ich liebe, dass Sachen hochkommen. Weißt du, das, was Octagon mit uns macht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, fuck, ich stecke jetzt meinen Kopf in den Sand, sondern ich habe mich halt auf die Geburt gefreut. Der Junge kam zur Welt. Und jetzt sitze ich hier mit dem nächsten krassen Gegner vor mir. Erstmal noch, by the way, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Freut mich wirklich sehr. Danke. Wenn du sagst, da waren so 2, 3 Dinge, wo du den Schalter nicht richtig umdrehen konntest, was für Aspekte waren das?
2, 3 Szenen sind einfach offen bei Yassin, 2, 3 Fehler, die er macht, die ich halt einfach nicht bestraft habe. 2, 3 Bewegungen, die wir intensiv nachgestellt haben. Da auch nochmal ein Riesendank an Maki, das war mein Coach in Vegas, der hat den 1:1 imitiert, 1:1 nachgemacht und ich habe dennoch keine High-Kicks, nichts, also Sachen nicht gemacht, die ich einfach trainiert habe, Techniken, die ich halt Abläufe, die ich halt einfach geplant habe. Und auch vielleicht die gewisse Aggressivität, weil er mich halt mit 2, 3 Sachen getroffen hat, wo ich mir dachte, okay, wow, er hat mir auch 2 heftige Cuts geöffnet, so, wo ich auch erstmal mit klarkommen musste. Und ja, dann hat es halt einfach nicht gepasst. Okay, ich meine, Christian, bei dir ist es ja auch im letzten Kampf so gelaufen, dass du aufgrund von einer Verletzung am Auge nicht dein ganzes Potenzial in diesem großen Kampf vor 60.000 Zuschauern zeigen konntest, wie du es eigentlich vorhattest. Dann war noch mal eine weitere Verletzung, die du so ein bisschen dazwischen gefunkt hast. Und jetzt bist du so ein Jahr ohne Kampf. Vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab, wie deine Gesundheit aktuell aussieht. Ja, ich sag mal so, die Niederlage gegen Christian, die hat schon, ja, natürlich habe ich da mein Potenzial nicht ausgeschöpft in dem Kampf. Hat er schlau gemacht, klug gekämpft. Ich konnte dann halt die Handbremse, die ich hatte nach dem Treffer, aufs Auge nicht mehr lösen. Und somit konnte ich ihn den Kampf nicht so antragen, wie ich wollte, wie es die Fans oder wie ich selber von mir gewohnt bin. Und ja, danach hätte ich ja im März kämpfen sollen. Einfach irgendwie war mir nicht alles zu viel, aber vielleicht doch auch. Und es hat aber auf mein Immunsystem geschlagen, 2-mal schwer krank geworden. In der Vorbereitung war ich dann in 3 Wochen einmal krank, dann nochmal 3 Wochen krank und dann ging alles auf den Rücken und dann war es einfach die vernünftigste Entscheidung, die ich treffen konnte. Die schwerste auch, einen Kampf abzusagen. Das war für mich der erste Kampf, den ich absagen musste und es hat aber keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich mir erstmal Pause genommen, Zeit genommen für mich, für meinen Körper, für meine Familie und bin runtergefahren, habe einfach mal in den Tag hineingelebt und langsam dann wieder das Training angezogen, habe viel Sparrings gemacht, viel gereist, war in Brasilien im Trainingslager und ja, habe mich dann relativ schnell wieder erholt, habe viel Krafttraining gemacht. Und ja, dass der Grund, die Basis einfach wieder, die Struktur wieder stärker ist, härter ist. Und es hat auch ein bisschen beim Eckerling-Kampf gefehlt. War ich zu leicht, war ich ja, nicht zu kräftig. Und das hat mir da auch ein bisschen gefehlt. Und das haben wir jetzt wieder aufgebaut. Und jetzt seit 5 Wochen bin ich gut im Training wieder, in meiner Routine, in meinem täglichen 2-mal Training. Und ja, jetzt bin ich wieder gut auf Kurs. Du bist ja auch jemand, der dafür bekannt ist, dass er sehr hart trainiert. Wirklich die ganze Zeit all in. Bei dir gibt es ja sowas wie lockere Trainingseinheiten nicht. Aber die Frage, die sich auch viele Zuschauer natürlich stellen, ist, wie lange kannst du denn so ein Trainingspensum aufrechterhalten? Da haben wir auch ein bisschen an den Bausteinen gedreht, dass wir nicht mehr also gewisse Einheiten musst du hart gehen, einfach, da musst du ans Limit gehen. Und aber da haben wir ein paar lockere Einheiten jetzt mit reingenommen und so Grundlagenausdauertraining, mehr das und einfach ein bisschen mehr technisch. Da haben wir uns weiterentwickelt und ich mich weiterentwickelt und ja, deswegen haben wir da ein bisschen an den Schrauben gedreht. Okay, wird also spannend zu sehen sein, wie ihr das dann umsetzt. Niklas, es gibt ja viele Leute, die sich mal einen Kampf gegen Christian Jungwirth gewünscht haben oder ihn herausgefordert haben. Aber ich habe immer so das Gefühl, Jungwirth herauszufordern ist eine Sache. Dann aber mit ihm im Käfig zu stehen, ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Das haben selbst so Leute wie Robert Pukac dann schon am eigenen Leib zu spüren bekommen. Jetzt hast du gesagt, du bist wieder bei der Laonda Sportakademie, hast wieder so dein altes Trainingsumfeld. Was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, du gehst wieder so ein bisschen back to the roots? Christian kennt ja auch den Sascha. So, und wenn ich jetzt so Christian vor mir sitzen sehe, ist es halt wie, als ob ich halt mit Sascha quatsche. Weißt du, so, der Sascha ist halt alte Schule. Christian ist alte Schule groß geworden und hat halt auch einfach die gleichen Werte wie wir. Quasi sind wir eigentlich relativ ähnlich von dem Denken. Und das hilft mir halt so ein bisschen halt auch mental, mich halt darauf einzustellen, weil ich weiß, dass das hart wird. Ich weiß, dass wenn ich mich da reinstelle und dann da 18.000 Menschen aufstehen und sein Lied mitsingen, dass mir da die Entenpelle bis sonst wohin steht. Aber das ist ja auch das, warum ich das mache. Weißt du so, ich will da reingehen, um genau dieses Gefühl zu haben, lebendig zu sein. Weißt du so, wofür mache ich den ganzen Scheiß? Wofür reiße ich mir den ganzen Tag den Arsch auf? So, weißt du, ich
kenne das nicht anders. Ich musste mir all den ganzen Scheiß auch hart erarbeiten und deswegen habe ich da halt auch so Bock drauf. Und der Schritt zurück nach Magdeburg mit dem Launer-Team, das ist auch so, ich habe das ja gar nicht so groß an die Glocke gehangen und gesagt, ey, hier, ich habe mich da jetzt getrennt, sondern im Endeffekt bin ich halt nach Zypern gezogen und dann war jedem klar, dass ich dann irgendwie nicht mehr mit meinen Jungs in Magdeburg trainiere. Was ich persönlich hatte mit Sascha, habe ich auch immer rausgelassen, weißt du, das will ich einfach nicht. Für mich gehört das überhaupt nicht in die Öffentlichkeit. Wir haben uns hinter den Türen ausgesprochen. Er hat mich er war vorher schon im Bunde, wir haben schon über die Geburt gesprochen und so, aber als dann halt der Fight announced wurde, mit Christian hat er mich auch sofort angerufen und gesagt, das ist halt ein geiles Ding, Dicker, das ist einfach genau dein Match, weißt du, ich meine, gib Vollgas, komm hierher, wir stellen alles zusammen, er plant das alles und ich verlasse mich da auf ihn. Ich habe mit ihm all meine großen Fights gemacht und mache jetzt den nächsten großen Fight mit ihm. Und ja. Das Ding ist ja aber auch bei diesem Kampf so, ihr habt jetzt lange Zeit, also wirklich jahrelang, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt lang, darauf hingearbeitet, wo ihr heute steht. Wenn jetzt dieser Kampf in München stattfindet, dann ist aber natürlich auch die Fallhöhe dementsprechend hoch, so bei beiden. Dann ist natürlich die Sache, wenn du diesen Kampf gewinnst, dann bist du potenziell wieder im Rennen, was Titelcontender oder solche Geschichten angeht. Wenn du dann aber verlierst, habe ich so das Gefühl, ist so das Echo von einer Niederlage bei dem Kampf natürlich auch besonders groß. Oder wie seht ihr das? So sehe ich das eigentlich nicht, aber Okay. mich juckt das nicht. Ich gehe da rein, um zu gewinnen. Das ist meine einzigste Mission, die ich habe. Und alles andere ist mir scheißegal. Punkt, fertig, aus. Unterschreibe ich. So, ich habe überhaupt jetzt keine Angst mehr vor dem Verlieren. So, ich habe da auch hart an mir gearbeitet. Wenn man jetzt mal guckt, ich habe in den letzten Jahren extrem viele Niederlagen kassiert. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier sitze und sagen kann, oh, guck mal, ich habe jetzt nur gewonnen die letzten Fights. Weißt du, so, ich habe in der UFC einen recht schweren Run hinter mir gehabt, weißt du, was einfach anstrengend war und auch anstrengend für meinen Körper, anstrengend für meinen Geist. Ich war ein junger Bengel, ich war 26, hatte keine Kohle in der Tasche und musste halt in 5 Tagen da gegen so ein Monster wie Emeev kämpfen. Bin da durch, habe das trotzdem alles irgendwie gemacht, habe das alles trotzdem geschaukelt. Und jetzt ist halt so, jetzt bin ich halt ein Mann, ja, jetzt bin ich 32, jetzt bin ich Papa. Du, wie gesagt, mich juckt das nicht. Ja, ich freue mich da drauf. Da werden auch einige Supporter von mir da sein. Es werden einige Magdeburger kommen. Weißt du so, wir werden halt einfach eine richtig geile Stimmung in der Arena haben. Das wird genau das, was sich die Fans erwarten. Weißt du, weil ich kann auch alles. Ich kann mit brawlen, ich kann mitschlagen. Ich bin manchmal auch crazy und dann mache ich halt dumme Sachen und das wird halt einfach wild. Weißt du, ich meine? Und auf ich Bock. Und mich interessiert da nicht, ob ich da jetzt gewinne, verliere oder dies oder das. Ich will, dass wir da einen geilen Fight liefern. Ich will das Ding nach oben pushen, weißt du? Und ich will, dass die Leute, keine Ahnung, vielleicht in 15, 20 Jahren sagen, ey, Alter, kannst du dich noch erinnern? Jungwirth gegen Stolze, boah, das war krass. Weil das sind die Storys, wofür wir den Scheiß machen. Weißt du, dass die Leute darüber reden, was wir machen. Ist einfach so. Was muss denn eurer Meinung nach passieren, damit das ein Kampf wird, an den sich Fans in 10, 20 Jahren noch gerne zurückerinnern? Und wie stellt ihr sicher, dass das sozusagen auch gewährleistet wird? Einfach alles in dem Ring lassen, einfach alles geben und bis zum bitteren Ende. Ich bin bereit zu sterben, ich bin bereit, dich zu töten. Jawohl. Und so soll es sein. Das ist auch genau das, auf was ich mich freue. Weißt du, ich meine, das kriegt gleich Gänsehaut. Das ist auch, warum ich das mache. Ich habe schon so viele Sparrings, ich habe Leute vor mir gehabt, ich habe mit Leuten Sachen gemacht, ich habe von Boxern auf die Schnauze bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin ready, ich laufe da durch, weißt du, ich meine, so in das Feuer anschmeißen und dann Attacke. Let's go. Ja. Let's go. Auf der einen Seite sagst du, du hast jetzt keine Angst mehr vorm Verlieren, Niklas. Auf der anderen Seite sagst du, wenn Christian dann mit seinem Walkout-Song da reinkommt und alle mitsingen, dann geht dir natürlich schon die Klammer. Das klingt jetzt so ein bisschen widersprüchlich. Naja, was heißt die Klammer? Also, Aufregung ist eine Sache, Angst ist eine andere Sache. Und viele Leute können halt auch nicht über ihre Ängste sprechen. Und natürlich habe ich Angst. Weißt du, wie ich meine? Aber das befeuert mich doch. Das gibt mir doch das ist die Glut, die ich brauche, um das Feuer halt zu entfachen. Weißt du, so, ich habe keine Angst davor, dass er mich haut oder mich zu Boden bringt oder mir wehtut oder so. Das ist Quatsch, weißt du. Aber natürlich hat jeder eine Grundangst. Wovor hast du denn dann Angst? Wenn das nicht deine primäre Angst ist. Vor dem Ungewissen. Man weiß ja nicht richtig, was passiert. Weißt du so, vor dem, ich kann das alles in meinem Kopf ausmalen, ich kann das alles studieren, ich kann mich hinsetzen und 4 Stunden meditieren. Na klar, kann ich da auch genau drüber nachdenken und im besten Fall geht das dann genauso aus, wie ich das möchte. Ja, ich habe das Knie gegen Kohut genauso visualisiert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das habe ich aufgeschrieben einen Tag vorher. Geschrieben, Dicker, ich eine mit dem Flying Knee weg. Das habe nicht ich gesagt, sondern wir haben zusammen eine Atemsession gemacht und meine Frau ist aufgestanden und meine Freundin ist aufgestanden, mein Kameramann ist aufgestanden und haben gesagt, Flying Knee, Flying Knee, Flying Knee, Atemcoach, ja, wir machen Flying Knee, okay. Ihr habt das alle vorher aufgeschrieben und ihr habt das unabhängig voneinander so vorhergesagt. Jeder einzeln, schwöre ich hier, ist so, alles auf Video, haben wir alles im YouTube-Video auch alles erzählt. Manche Sachen passieren halt genauso, manche Sachen nicht.
Es gibt gewisse Wege, wo sich halt auch da oben das Universum denkt, das packe ich so und das packe ich so, das ist mein Glaube. Und bei Yassin hat es halt eben nicht geklappt. Dann kann ich das analysieren und kann das halt besser machen. Und gegen Christian wird es halt klappen. Da wird es nicht klappen. Da wird es nicht klappen. Weißt du? Ja, So. da wird es nicht klappen. Ja. Warum wird das nicht klappen? Also das, was er gerade gesagt hat, das klingt ja jetzt schon fast so ein bisschen Voodoo-mäßig. Und Ja, Er weiß schon, wovon ich rede. So, weißt du, er ist voll drinne und ich weiß, dass er auch ein schlauer Mann ist und ich weiß, dass er sich auch viel aufschreibt und viel studiert und smart ist und so. Viele denken immer, er ist nur der wilde Haudegen, aber ist er nicht. Weißt du so, ich kann schon, man muss auf allen Ebenen arbeiten, sich weiterentwickeln. Genau. Und guck mal, ich bin jetzt gerade mal 8 Jahre in diesem Sport. Finde einen 30-Jährigen, der so besessen ist von dem ganzen Sport und sich so entwickelt hat, auch persönlich und kämpferisch und technisch, wie auch immer. Find mal einen. Du findest keinen, so wie mich. Du findest keinen. Du findest keinen da draußen, der alles opfert für den Sport, sich so einen tagtäglich den Arsch aufreißt. Für seine Familie, für sein eigenes Leben. So viel Gas gibt für den Sport, findest du keinen. Findest du keinen. Ich bin das. Christian Jungwirth. das bedeutet dann aber Der auch, Einzigste. wenn es nur einen Christian Jungwirth gibt und du wieder voll im Game drin bist, 100%. dann könnte man ja jetzt auch sagen, okay, dann wird es für dich wahrscheinlich ein sehr, sehr ungemütlicher Abend. Was ist denn das Resultat von diesem Abend, was ihr euch gegenseitig in eurer Visualisierung ausmalt? Ich meine, Christian, ich weiß, dass du auch mit einer Sportpsychologin arbeitest. Wie geht ihr dieses ganze Thema an? Und man Das merkt ist- gerade schon so diese Passion, diese Energie in deiner Stimme, so wie du gerade von dir selber gesprochen hast, als würdest du dir das selber so einprogrammieren. Ich werde alles in dem Ring lassen, um als Sieger rauszugehen. Und wenn ich alles in dem Ring lasse, dann kann ich nur als Sieger rausgehen. Und da ist das Ergebnis scheißegal. Aber ich gehe definitiv als Gewinner daraus. Eine gute Quote, finde ich gut. Schon ein paar Mal gehört, finde ich interessant. Ist mein Denken. Ich visualisiere meine Sachen, meine Wege. Und dann es wird auf jeden Fall knallen. Ja. Weißt du so, das ist einfach nicht, das ist gar nicht möglich, dass das Ding irgendwie langweilig wird oder so. Verstehst du, wie ich meine? So, das ist einfach, ich verstehe das zum Beispiel, wie der Kampf gelaufen ist im Stadion. Weißt du, weil das war nochmal eine ganz andere Situation. Das auch der andere Christian kämpft dann anders, weißt du so. Das, was wir jetzt hier haben und das, was wir jetzt hier machen, das wird halt einfach nochmal eine Nummer würziger. Ja, definitiv. Das wird anders. Ich denke, man merkt schon, ihr schaut schon so beide so halb mit den Hufen, ihr habt beide richtig Bock, das ist gut, das gefällt mir. Niklas, ich habe so das Gefühl, bei dir ist es immer auch so ein bisschen tagesformabhängig. Wenn du mental so richtig geschärft bist, dann kannst du jeden im Käfig weghauen, den man dir in den Käfig stellt. Dann gibt's aber auch mal so Tage, wo man so von außen das Gefühl hat, du stehst dir so ein bisschen selber im Weg. Und dann gibt's auch viele Leute so aus den Zuschauern, die sagen so, ey, der hat jetzt so viel Fokus auf Motocross und Reisen, Familie und da fehlt der Fokus auf den Sport. Wie sieht deine mentale Verfassung aktuell aus? Und welche mentale Verfassung bringst du mit, um diesen Kampf zu gewinnen? Wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut. Also nach dem Kampf gegen Yassin bin sofort wieder zurück ins Training, alles tippitopp. Ich habe gleich weitergearbeitet. Wie gesagt, ich habe mir vor ungefähr einem Jahr, 1,5 Jahren den Breath-Coach an meine Seite geholt, den Julian. Der hat einfach Sachen in mir auch gelöst. Weißt du, so, ich hatte gewisse Probleme. Ich hatte einfach schon immer Familienprobleme. So, ich bin jetzt nicht wohlbehütet. Also doch, meine Mutter hat sich mega um mich gekümmert, alles gut. Aber ich habe nicht das schönste Familienleben, nicht die schönsten Familienstrukturen. So, weißt du, ich habe keinen Kontakt zu vielen Familienmembern und so. Und da war auch mein Vater halt mit dabei. Und das haben wir halt alles aufgearbeitet, weißt du so. Und vor Jahren konnte ich darüber nicht sprechen. Er hat jetzt hier gesessen und geheult, weißt du, ich meine. Und habe da auch kein Problem damit, meine Emotionen zu zeigen und zu heulen. Aber heute kann ich halt darüber reden, weil wir Sachen aufgearbeitet haben in mir, die ich dann einfach in jeden Kampf mitnehme. So, weißt du, weil dich das einfach triggert oder dich dann halt einfach selber hemmt oder selber halt stört und dann nimmst du es halt mit und dann bist du vielleicht da nicht richtig fokussiert und da nicht richtig fokussiert, weißt du. Und das hat schon viel mit Tagesform abhängig, aber wie du halt sagst, wenn alles passt und das Mindset richtig ist und das Drumherum und die Atmosphäre alles richtig ist, dann bin ich einer der besten Kämpfer, die es überhaupt jemals gegeben hat in Deutschland. So, meine Technik ist unglaublich so und das ist Das halt ist einfach, das, was mich genau das, was mich geil macht auf den Kampf. Genau. Was mich geil macht auf den Kampf. Ja, es ist ja so, ne? Also ich meine, theoretisch
auf dem Papier gibt es Leute, die wären viel einfacher für dich, wenn man dir sagt, du warst ein Jahr raus. Aber du Natürlich. bist ja bewusst hingegangen, hast gesagt, Ich bin kein ja, lass uns das machen. Von Anfang an, meine Kämpfe habe ich immer bessere Gegner gehabt, immer bessere Gegner gekämpft. Und das war von Anfang an meine Linie. Und meiner Linie bleibe ich treu. Ich suche mir keine Aufbaugegner oder keine schwachen Gegner. Ich will später mal, wenn ich mit 60 oder 70 auf mein Leben zurückblicke, du hast gegen die Besten gekämpft, die es möglich war, gegen die zu kämpfen. Und das bin ich. Und das ist meine Herausforderung, gegen ihn zu kämpfen. Und ja, da habe ich einfach Bock drauf, die Linie treu zu bleiben. Überleg mal, ich habe 2 Jahre ich war 32 und kämpfe in China bei M1 gegen einen, der schon auf zur UFC gekommen ist. Kämpf schon gegen ihn und habe ich auch noch fast gewonnen. Aber klar, damals war mein MMA-Game noch nicht so, wie es jetzt ist. Das dauert einfach Jahre. Du lernst den Kampfsport nicht von heute auf morgen. Du musst dranbleiben und dich weiterentwickeln. Das ist der Kampfsport. Und jetzt, nach 8 Jahren, habe ich mich wirklich zu einem guten Allrounder entwickelt. Also ich kann jetzt MMA kämpfen. Das ist jetzt nicht mehr Straßenschlägerei oder sonst irgendwas. Ich kann MMA kämpfen. Aber ich kann auch hart kämpfen. Das ist, was in mir steckt. Und das muss ich zeigen. Das werde ich rauslassen. Sehr gut. 22. Let's go, lass raus. Ja? Man könnte es so ein bisschen darin zusammenfassen, das ist so ein Duell Technik versus Herz. Ist die Frage, was gewinnt? Ja, das sagen viele. Aber das sehe ich nicht so. Weißt du, so, wenn Wie jetzt siehst du es denn? ich sehe das einfach, dass der Style ist halt einfach ein bisschen anders. Wie gesagt, er sagt, er kommt halt als Allrounder. Ich bezeichne mich nicht als Allrounder. Ich bin kein Allrounder. Ich bin ein versierter Striker, ja, mit einer scharfen Takedown-Defense. Und ich habe auch Submissions in meinem Arsenal. Das haben schon so eine oder andere erlebt, weißt du so. Aber ich bin ein Striker und ich will striken. Und ich finde das gut, wenn er sagt, sich da und da weiterentwickelt und da als Allrounder. Ich war schon immer so, ich wollte mich einfach schon immer als den besten Striker in Deutschland bezeichnen. Das war schon immer irgendwie so ein bisschen mein internes Go. Ich habe einfach einen richtig geilen Kickbox-Rekord und habe den dann einfach beiseite gelegt und habe da auch alles in eine Waagschale geworfen, MMA gemacht. Und jeder, der die Szene in Magdeburg kennt, weiß, dass ich da keinen Jiu-Jitsu-Coach hatte und keinen Ringer-Coach. Das gab's nicht. Das macht keiner. Ich bin bis heute immer noch einer der letzten, der überhaupt den Sport noch macht. Weißt du, alle, die jetzt kommen in Magdeburg, das sind alles zugezogene Jungs, die kommen von sonst wo irgendwo, die kommen schon mit Backgrounds oder so. Aber wenn aufgebaut alles Stück für Stück, das habe ich mir in Magdeburg, ähnlich dann halt wie Christian, weißt du, so diese harte Arbeit, die er reingesteckt hat, die letzten 8 Jahre, mache ich dann halt schon noch 3, 4 Jahre länger, weißt du, weil ich einfach als junger Bengel gesagt habe, wo ich halt auch noch keine Verpflichtung hatte, gar nichts, weißt du, und mir über nichts Gedanken gemacht habe, ich gesagt, weißt du was, fickt euch alle. Ich mache jetzt nur den Sport. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich mache nur den Sport. Meine Mutter hat gesagt, sag mal, willst du mich verarschen? Ich sage, ich mache nur den Sport. Ich melde jetzt ein Kleingewerbe an, gehe Wochenende arbeiten. Ich mache nur den Scheiß und seitdem ich 19 bin, mache ich nur den Scheiß. Ihr lebt beide dafür, das ist das, wofür euch die Fans kennen und wofür euch die Fans lieben. Vielleicht gerade, wenn du jemand bist, der sich dem Sport verschrieben hat, Christian, und von den Fans so sehr dafür honoriert wird. Was macht es dann mit dir, wenn du auf der Pressekonferenz wie gestern so von Niklas hörst, er ist jetzt dran, so dass er den alten Männern zeigt, dass sie sich mal auf die Seite stellen sollten. Ich muss sagen, ich musste so ein bisschen schmunzeln, als das gefallen ist. Und dann dachte ich so, okay. So. Ich bin nicht wie jeder. Ich bin anders. Ich war schon immer anders. Ich war schon immer extremer als mein Freundeskreis. Bin schon immer rausgestochen, egal bei was. War schon immer extremer und auch da bin ich extrem. Also das Alter ist mir scheißegal. Solange ich fit bin und körperlich Bock hab auf den ganzen Scheiß, so lange mache ich es auch. Also da setze ich mir gar kein Limit oder so. Nächstes Jahr ist Schluss. Nein, ich bin anders. Ich mach's so lange bis zum bitteren Ende. Das ist mein Leben. Guck mal, was ich bin dankbar für den Sport, was der mir für ein Leben gibt. Warum soll ich dann aufhören? Nein. Weiter geht's. Und ja, ich habe einfach Bock auf den Scheiß. Ich bin geboren für den Scheiß und bin einfach dankbar. Dankbar für das Leben, was ich leben darf. Ja? Und den habe ich durch den Sport bekommen. Ja? Sag mal, Niklas, von der mentalen Perspektive, wie kämpfst du eigentlich gegen einen Christian Jungwirth, der einfach immer mit dem Kopf durch die Wand geht und den du mental einfach nicht brechen kannst? Schwierig, weil ich das auch nicht so sehe. Weißt du, ich denke nicht, dass ich ihn mental brechen muss. Weißt du, das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe in einem Fight. Das kann passieren und das passiert auch in Fights, weißt du, aber es ist nicht
firstly meine Aufgabe, ihn mental zu brechen. Ich kann jemanden Clip knockouten und dann steht der danach auf und sagt, ey, ist alles gut. Dann habe ich den ja auch nicht mental gebrochen, weil der rein theoretisch mich weiterkämpfen würde, wenn der Referee, weißt du, uns lassen würde und ihm eine Minute Recovery gibt. So, ich denke, da sind halt 2, 3 andere Sachen, an denen man halt arbeiten muss. Weißt du, ich muss ihn treffen. Weißt du, ich meine, es ist halt einfach auch schwierig, halt mentale Stärke ins Kinn zu packen. Weißt du, das heißt, das Kinn gerade triffst, dann kann das halt schon wehtun, weißt du, Körpertreffer tun weh und so. Ich muss mir halt einfach einen Arsch aufreißen in dem Fight und halt, ja, so wie Sascha sagt, Dicker, wir laufen da durch das Feuer, hat er gesagt, aber das machst du schon immer. Und das mache ich auch schon immer. Weißt du, so wie er halt auch sagt, ich habe auch schon immer starke Gegner gekämpft. Ich mache mir da nichts draus mittlerweile, wer der ist, welcher Name. Einfach, let's go. Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Jeder von euch, dem setze ich jetzt mal die Pistole auf die Brust. Wann endet der Kampf und wie? Christian, fang du gerne an. Mir ist scheißegal, wie der Kampf endet, ob es 5 Runden geht, ob es nach 2 Runden, ob ich ihn finische. Ich bin für alles offen, für alles bereit und habe einfach Bock auf den Kampf. Punkt. Okay. Was sagst du, Niklas? In meinen Augen wird das der Kampf des Jahres auf deutschem Boden und der Bessere wird gewinnen und der Bessere werde ich sein an dem Abend. Okay, also beide Contender haben gesagt, sie wollen, dass das der Kampf wird, an den sich Fans und Zuschauer noch in 10 oder 20 Jahren gerne dran zurückerinnern, weil es so eine geile Nummer war. Ich würde sagen, die Zutaten für so ein Ding sind angerichtet. Jetzt drücken wir den beiden die Daumen für die letzten Tage in der Vorbereitung und dann beschnuppert ihr euch ein letztes Mal für ein Face-Off und dann sehen wir uns am 22.11. im SAP Garden in München. 2 der furchtlosesten und beliebtesten Weltergewichtler für MMA Deutschland steigen am 22.11. bei Octagon 80 im SAP Garden in München in den Käfig. Niklas Stolze gegen Christian Jungwirth und der Sieger räumt den gesamten Abend ab. Ein Kampf, an den sich Fans noch in Jahren erinnern sollen. Herrschaften, bitte zur Mitte. (22.11. bei Octagon 80 ist der große Showdown. Die beiden Herrschaften werden unter sich ausmachen, wer weiter in den Rankings im Weltergewicht nach oben klettert. Und für wen es ansonsten ein etwas bitterer Abend wird. Einmal nach vorne bitte. Christian Jungwirth gegen Niklas Stolze. Wieder mal ein deutsch-deutsches Duell mit mächtig Feuerkraft. Sichert euch die letzten Karten auf octagontickets.de oder seid live dabei auf RTL+. Jetzt Tickets sichern auf octagontickets.de.